Kochen 2.12.2018 mit Fernsehkoch Selzer-McKenzie YouTube. 250 Gramm frische Cranberries, 2 Esslöffel Aceto-Balsamico, 2 Esslöffel Ahornsirup, 4 Esslöffel roter Portwein, Klammer auf ersatzweise roter Traubensaft, Klammer zu, 1/2 Teelöffel Chiliflocken, 1 kleine Zwiebel, 1 kleine Knoblauchzehe, 2 Esslöffel Butter, 1 Esslöffel Mehl, 100 ml trockene Weißwein, Klammer auf ersatzweise 100 ml Wasser plus 1 Esslöffel Zitronensaft, Klammer zu, 600 ml Gemüsebrühe, 250 Gramm Sahne, 125 Gramm Bergkäse, 125 Gramm Emmentaler Salz, Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss, 1 Esslöffel Majoranblättchen. Erstens Cranberries in ein Sieb geben, kalt abbrausen und abtropfen lassen. Aceto-Balsamico, Ahornsirup, Portwein, Chiliflocken und Cranberries in einen kleinen Topf geben und aufkochen. Balsamico Cranberries 2 bei mittlerer Hitze kochen lassen, dann vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Zweitens für die Suppe Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Die Butter in einem großen Topf erhitzen und Zwiebel und Knoblauch darin glasig dünsten. Das Mehl darüber stäuben, unterrühren und die Mischung mit Weißwein ablöschen. Gemüsebrühe und Sahne dazu gießen, einmal aufkochen, die Hitze reduzieren und die Flüssigkeit ca. 5 einkochen lassen. Drittens inzwischen beide Käsesorten fein reiben und in die Suppe rühren, bis sie sich aufgelöst haben. Die Suppe mit Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss abschmecken und zugedeckt warm halten. Den Majoran grob hacken. Die heiße Suppe auf Teller verteilen. Die Balsamico Cranberries auf die Suppe geben und mit Mayo bestreuen. Zubereitungszeit ca. 25 pro Portion, ca. 595 Kilokalorien, 200 Gramm Sahne, 150 Gramm Zartbitterschokolade, Klammer auf 50% Kakaoanteil, Klammer zu, 50 Gramm gegarte Maronen, 3 Eier, Klammer auf Klammer zu, 40 Milliliter Portwein, 2 Msp. Gemahlene Vanille, 40 Gramm Butter, 50 Gramm Zartbitterschokoladenspäne, Bratenthermometer. 2. Bereitung: gleich Ahne in eine Rührschüssel geben und Rührbesen des Handrührgeräts steif die Schokolade in Stücke brechen unterstrich mit den Maronen im Stand hacken. Schokomasse in einen Topf den Portwein und die Vanille dazugeben und den Topfinhalt bei mittlerer Hitze in ca. 5 auf ca. 50, Klammer auf Bratenthermometer verwenden, Klammer zu, erhitzen. Drittens die Butter in Flöckchen mit einem Schneebesen unterrühren, die Creme in eine Schüssel umfüllen und 5 abkühlen lassen. Die Sahne unterheben. Die Creme mit Schokospänen bestreuen und servieren. Butterschmalz, Kokosfett oder Bratfett, grobes Meersalz, Bratenthermometer. Unsere Mitarbeiter an der Fleischtheke schneiden Ihnen das Rostbeef gerne bratfertig am Stück zu. Kokosfett oder Bratfett auf allen Seiten ca. 2 Minuten scharf anbraten. Dabei auch die schmalen Seiten anbraten, so dass keine rohe Stelle mehr auf dem Rostbeef zu sehen ist. Viertens das Rostbeef mit der Fettseite nach oben in eine Kasserole legen. In die dickste Stelle ein Bratenthermometer bis zur Mitte einstechen und dabei auf einen guten Halt achten. Anschließend die Kasserole auf mittlerer Schiene in den Ofen schieben. Fünftens je nach Dicke des Rostbeefs dauert es ca. 1,5 bis 2 Stunden, bis das Fleisch saftig rosig ist. Am Bratenthermometer kann die optimale Temperatur abgelesen werden. Das Rostbeef aus dem Ofen nehmen, wenn die Kerntemperatur bei ca. 56 liegt. Sechstens anschließend das Fleisch 2 Minuten ruhen lassen. Nach dem Ruhen gegen die Faser etwa fingerdicke Scheiben schneiden und mit grobem Meersalz bestreuen. Ein einfacher Sommersalat, der schnell zubereitet ist. Ein besonderes Extra sind die säuerlich marinierten Erdbeeren und die frische Minze, die ihr herrlich würziges Aroma beisteuert. Wenn die ersten Tomaten reif und die Avocados perfekt sind, ist dieser Salat unschlagbar. Braten Sie den Halloumi erst kurz vor dem Servieren, dann schmeckt er am besten. Zutaten: 60 Gramm weiße Quinoa, gekocht 500 Gramm Erdbeeren, 250 Gramm gelbe und orange Cocktailtomaten, 2 Avocados,
200 Gramm Halloumi, 1/2 Esslöffel Rapsöl, 65 Gramm gemischter Blattsalatmarinade, 1 Esslöffel Apfelessigzisten und 1 Esslöffel Saft von 1 Biolimette, 1/2 Teelöffel Meersalzflocken, 1/2 Teelöffel frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, Topping 30 Gramm Kürbiskerne, 1 Bund Minze. Zubereitung: Erstens für den Salat, die Quinoa mit einer Gabel auflockern. Zweitens die Erdbeeren putzen, vierteln und in eine Schüssel legen. Alle Zutaten für die Marinade mischen, die Erdbeeren darin wenden und ziehen lassen. Drittens die Tomaten waschen und halbieren, die Avocados halbieren, vom Kern befreien, schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Viertens den Halloumi in Scheiben schneiden. In eine Pfanne im Öl bei mittlerer Hitze auf jeder Seite braten, bis der Käse goldbraun ist. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Den Salat waschen und trocken schütteln, etwas zerzupfen. Fünftens für das Topping die Kürbiskerne in einer heißen Pfanne ohne Fett rösten, bis sie knacken und leicht goldbraun werden. Die Minze waschen und trocken schütteln, etwas zerzupfen. Sechstens Quinoa, Halloumi, Erdbeeren, Tomaten, Avocado und Salat auf einer großen Platte anrichten, mit der Marinade beträufeln. Mit Kürbiskernen und Minze garnieren. Tipp: Statt Halloumi einmal Feta verwenden. Oder für einen veganen Salat mit mariniertem oder gebackenem Tofu, Klammer auf zum Beispiel dem gebackenen Basilikum-Tofu von Seite 76, Klammer zu, servieren. New York Brunch Bowl mit Halloumi, GF Avocado und Sprossen, 4 Portionen NF. In New York gibt es die weltweit besten Möglichkeiten zum Brunchen. Die Trennung zwischen Frühstück und Lunch ist dabei völlig aufgehoben und man genießt eine opulente, sättigende Lieblingsmahlzeit. Dieser Salat wurde vom New Yorker Brunch inspiriert. Am besten aus einer flachen Schale essen, weil man darin alle Köstlichkeiten noch besser vermengen kann. Zutaten: 60 Gramm Hirse, gekocht 2 Esslöffel Weißweinessig, 4 Eier, 100 Gramm Grünkohl, 2,5 Esslöffel Rapsöl, 1/2 Teelöffel Meersalzflocken, 250 Gramm grüner Spargel, eine Avocado, 150 Gramm Halloumi, 65 Gramm junger Spinat. Topping: 2 Esslöffel Hanfsamen, rote Beete, Sprossen, Klammer auf nach Belieben, Klammer zu, Dressing Tahini Dressing, Klammer auf, siehe Seite 116, Klammer zu, Y2 TL Paprikapulver. Zubereitung 4. Erstens für den Salat die Hirse vorsichtig mit einer Gabel etwas auflockern. Zweitens die Eier pochieren, dazu Wasser in einem kleinen Topf aufkochen, den Essig hinzugeben und nochmals aufkochen. In eine Tasse 1 Ei aufschlagen, den Topf vom Herd nehmen, einen Wirbel im Wasser aufrühren, das Ei vorsichtig mitten in den Wirbel gießen und 5. Den Topf wieder auf den Herd stellen, das Ei bei schwacher Hitze 2 bis 5 Minuten pochieren, je nachdem wie fest es sein soll. Dann das Ei mit einer Schaumkelle her ausheben und in eine Schüssel mit kaltem Wasser gleiten lassen, um den Garprozess zu unterbrechen. 7. Die übrigen Eier auf die gleiche Art pochieren. Drittens den Kohl putzen, entstielen und die Blätter in kleine Stücke zerpflücken. Die Blätter mit 1 Esslöffel Öl und Salz gut durchkneten, beiseite stellen. Die Enden der Spargelstangen abschneiden, das untere Drittel der Stangen schälen und die Stängel in jeweils 3 Stücke schneiden. Die Spargelstücke in einer Pfanne bei mittlerer Hitze in 1 Esslöffel Öl braten, sie sollten noch bissfest sein. Während der letzten Minuten die Kohlblätter mitbraten. Die Pfanne vom Herd nehmen. Die Avocado vom Kern befreien und vierteln. Den Halloumi in 4 Scheiben schneiden. Im übrigen Öl, Klammer auf 1/2 Esslöffel, Klammer zu, bei mittlerer Hitze auf jeder Seite goldbraun braten. Den Spinat waschen und trocken schütteln, etwas zerpflücken. Hirse, Kohl, Spargel und Spinat auf 4 flache Schalen verteilen. Dann je ein Stück Avocado, Halloumi und ein pochiertes Ei darauflegen. Mit Hanfsamen bestreuen, rote Beete Sprossen als Topping darauf verteilen. Mit Dressing beträufeln und mit Paprika bestreuen. Nudelsalat mit gebratenem VG Tamari Tofu, gesäuerten Gurken GF und Erdnussdressing 4 Portionen. Für diesen Salat verwende ich köstliche dunkle Nudeln aus schwarzem Reis und Rohreis. Man kocht sie nur wenige Minuten und kann damit einen raffinierten, gesunden Nudelsalat machen. Die sauren Gurken sind einfach selbst zuzubereiten und ein besseres Erdnussdressing als dieses hier gibt es nicht.
Zutaten: eine Packung fester Tofu, etwa 270 Gramm, 2 mittelgroße Möhren, 300 Gramm Spargel, Brokkoli, Brokkoli, 2 Esslöffel kalt gepresstes Kokosöl, 1 Esslöffel Tamari, würzige glutenfreie Sojasauce, 200 Gramm schwarze asiatische Reisnudeln oder Buchweizennudeln, beide glutenfrei aus dem Bio- oder Asia-Handel, 4 Frühlingszwiebeln, 1,5 Bund Koriandergrün, Topping 30 Gramm ungesalzene Erdnüsse, Beilage 1,5 Gurke, 2 Esslöffel Essigessenz, 12%, 1 Esslöffel Agavensirup, alternativ Honig, wenn es nicht vegan sein muss, Dressing Erdnussdressing, siehe Seite 115, Zubereitung: erstens für den Salat den Tofu zwischen Küchenpapier mit einem Gegenstand, beschweren und mindestens 30 Minuten pressen. So tritt Feuchtigkeit aus und der Tofu nimmt die Aromen besser auf. Zweitens für die Beilage die Gurke waschen und mit einem Mandoline in Scheiben schneiden, in eine hitzebeständige Schüssel legen. Essigessenz und Agavensirup mit 3 Esslöffel kochendem Wasser zu einer Lake verrühren und die Gurkenscheiben 10 Minuten darin ziehen lassen. Dann die Lake abgießen. Drittens die Möhren putzen und mit einem Julienne-Schäler in feine Streifen schneiden, siehe Seite 17, alternativ mit einem Kartoffelschäler dünne Streifen abschälen. Viertens den Spargel Brokkoli putzen und im Wok in 1 Esslöffel Öl braten, bis er Farbe annimmt. Herausnehmen und bis zur weiteren Verwendung beiseite stellen. Fünftens den Tofu auf einem Teller mit einer Gabel in kleine Stücke zerdrücken. Dann im Wok bei mittlerer bis starker Hitze im übrigen Öl, 1 Esslöffel, Farbe annehmen lassen. Die Tamari darüber gießen und einkochen lassen. Den Wok vom Herd nehmen. Sechstens die Nudeln nach Packungsangabe kochen. Anschließend mit kaltem Wasser abschrecken und gut abtropfen lassen. Siebtens die Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden, den Koriander waschen, trocken schütteln und grob hacken. Etwas für die Dekoration beiseite legen. Achtens für das Topping die Erdnüsse in einer heißen Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Abkühlen lassen und fein hacken. Neuntens Salat mit Frühlingsgemüse, Buchweizen, eingelegter Zucchini und Erdbeerdressing 4 Portionen. Ein einfacher, leichter Salat, der besonders gut zur Frühlings- und Frühsommerzeit passt, wenn das junge Gemüse erstmals geerntet werden kann. Eingeweichter Buchweizen, gerösteter Spargel, roh gehobelte Zucchini und salziger Feta ergeben zusammen herrliche Kontraste und stecken voller Nährstoffe. Mixen Sie die ersten süßen Erdbeeren der Saison zu einem köstlichen Dressing und garnieren Sie den Salat mit gerösteten Haselnüssen. Zutaten: 1 kleiner lila Blumenkohl, Meersalz, 250 Gramm grüner Spargel, 1 Esslöffel Rapsöl, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 1 mittelgroße Zucchini, 50 ml, 1 Essigessenz, 12%, 1 Esslöffel Honig, 1 Bund Radieschen, 1 Avocado, 1 Bund Basilikum, 120 Gramm, getrocknete Buchweizenkörner, über Nacht, eingeweicht 100 Gramm gemischter Blattsalat. Topping 30 Gramm Haselnüsse, gehäutet, geröstet, gehackt, 150 Gramm Feta, zerkrümelt, Dressing Erdbeerdressing, siehe Seite 118, Zubereitung: erstens den Backofen auf 225, Ober-Unterhitze, vorheizen. Zweitens für den Salat den Kohl putzen und in kleine Röhrchen teilen, diese in Salzwasser 5 Minuten blanchieren. Dann sofort in eine Schüssel mit kaltem Wasser legen, um das Garen zu unterbrechen. Drittens die Enden der Spargelstangen abschneiden, die Stangen im unteren Drittel schälen und in eine ofenfeste Form legen. Mit Öl, Salz und Pfeffer mischen. Im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene 10 Minuten rösten. Nach der Hälfte der Zeit etwas durchrütteln. Viertens die Zucchini waschen und der Länge nach mit einer Mandoline in Streifen hobeln. Diese in eine hitzebeständige Schüssel legen. Etwa 200 ml Wasser aufkochen und mit der Essigessenz und dem Honig zu einer Lake verrühren. Die Lake über die Zucchini gießen und 5 Minuten ziehen lassen, dann abgießen. Fünftens die Radieschen putzen und mit der Mandoline in dünne Scheiben hobeln oder mit einem scharfen Messer fein schneiden, 10 Minuten in Eiswasser legen.
Die Avocado halbieren, vom Kern befreien und das Fruchtfleisch mit einem Löffel herauskratzen. Das Basilikum waschen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. 6. Den eingeweichten Buchweizen abgießen und gut abspülen, bis die Außenhäutchen abfallen. Abtropfen lassen. Den Salat waschen, trocken schütteln und leicht zerpflücken. 7. Alles auf einem großen Teller anrichten, mit Haselnüssen, Feta und Dressing servieren. Supersalat mit geröstetem Brokkoli, VG-Sprossen und Avocado-Dressing. 4 Portionen GF. Es gibt Gemüse, die viele Nährstoffe enthalten. Und es gibt Gemüse, die sogar als echtes Superfood gelten. Sie stecken voller Vitamine und sind ganz besonders nährstoffreich. Von ihnen habe ich einige in diesem Salat vereint. Und ich serviere ihn mit einem köstlich cremigen Avocado-Dressing voller gesunder Fette. Das nenne ich einen echten Supersalat. Zutaten: 100 Gramm Grünkohl, 2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl, 1/2 Teelöffel Himalaya-Salz, 1 große Süßkartoffel, 1/2 Teelöffel getrockneter Koriander, 1 Msp, gemahlener Cayennepfeffer, 1 Msp, gemahlener Zimt, 300 Gramm Spargelbrokkoli, Klammer auf Brokkolini, Klammer zu, 80 Gramm getrocknete Buchweizenkörner, über Nacht eingeweicht, 1 Bund Koriandergrün, 65 Gramm junger Spinat, 100 Gramm gemischte Sprossen, Klammer auf, rote Beete oder Erbsensprossen, Klammer zu, 50 Gramm gemischte Keimlinge, Klammer auf, rote Beete, Alfalfa oder Buchweizenkeimlinge, keimen siehe Seite 125, Klammer zu, 1 Msp, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, Topping 1 kleine Granatapfel, 20 Gramm Walnusskerne, Koriandergrün Dressing, Avocado Kräuterdressing, Klammer auf, siehe Seite 120, Klammer zu. Zubereitung: 1. Für den Salat den Kohl putzen, entstielen und die Blätter in kleine Stücke zerpflücken. Die Blätter mit 1 Esslöffel Öl und dem Salz gut durchkneten. Beiseite stellen. 2. Den Backofen auf 225, Klammer auf, Ober-Unterhitze, Klammer zu, vorheizen. Die Süßkartoffel abbürsten und in mundgerechte Stücke schneiden. Mit 1/2 Esslöffel Öl, getrocknetem Koriander, Cayennepfeffer und Zimt mischen und auf ein Backblech legen. Im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene 20 Minuten rösten. Den Spargelbrokkoli mit dem übrigen Öl, Klammer auf, 1/2 Esslöffel, Klammer zu, bepinseln. Nach der Hälfte der Zeit die Süßkartoffeln wenden und den Spargelbrokkoli dazulegen. So lange rösten, bis die Kartoffeln weich und der Spargelbrokkoli an den Rändern leicht knusprig ist. Abkühlen lassen. 3. Den Buchweizen gut abspülen, bis die Außenhäutchen abfallen. Abtropfen lassen. Koriander und Spinat waschen und trocken sküteln, Blätter und Stiele vom Koriander grob hacken. 4. Spargelbrokkoli, Süßkartoffeln, Buchweizen, Sprossen und Keimlinge, Spinat und Koriander in Schalen anrichten. Den Salat abschmecken. 5. Für das Topping den Granatapfel halbieren und die Kerne mit einem Löffel daraus lösen. 6. Den Salat mit Walnuss und Granatapfelkernen sowie Koriandergrün garnieren. Mit